Moin und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Hermann und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hört mich, weil wir sind hier gerade an der B76 unterwegs und wollen heute mal das Hedebia Noor umrunden. Die Strecke soll ungefähr so zwischen 6 und 8 Kilometer liegen. Vorne an der Karte, da stand irgendwas von 6,4 Kilometer. Und wir wollen dann noch in dem Museum Haithabu, wo wir auch geparkt haben, dann auch noch das Café besuchen. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns begleitet. Liz ist heute auch mal wieder mit dabei. Und dann starten wir mal die kleine Runde um das Hedebia Noor. Das Hedebia Noor ist heute ein Binnensee in Schleswig-Holstein, nahe der Stadt Schleswig-Hedeby, einer am Ufer der Schlei gelegener Ortsteil der Gemeinde Bußdorf, gab dem Noor seinen Namen. Die Fläche des Noors ist 1 Quadratkilometer groß, die Länge 1,6 Kilometer, Breite 900 Meter. Das Volumen ist 2,951 Millionen Kubikmeter. Der Umfang 4,8 Kilometer, maximale Tiefe 5,2 Meter, mittlere Tiefe 3 Meter. Das Einzugsgebiet des Noors sind 36,2 Quadratkilometer. Gerade sind wir ja über eine Brücke gegangen und das ist die Verbindung zwischen dem Hedebia Noor und dem Selker Noor auf der anderen Seite. Um beide Noors gibt es auch einen Wanderweg, der so grob 11,5 Kilometer lang ist. Vielleicht wandere ich den oder mit Liz zusammen mal, weil der Endpunkt von unserer Wanderung können wir ja wieder stecken, das Café von dem Museum Haithabu.
Hier sind wir auf den Wall von Haithabu. Also der hat den berühmten Handelsort hier umschlungen. Das war ein wichtiger Ort der dänischen und schwedischen Wikinger. Gegründet wurde dieser Ort ungefähr 770 und zerstört 1066. Die Zahl 1066 wird einigen bekannt vorkommen, weil dort sind die Normannen auch in England eingefallen und dort war die Schlacht von Hastings. Wichtiger Handelsort, sagte ich ja, also er hat den Fernhandelsweg hier betrieben zwischen dem Baltikum, Skandinavien und Westeuropa. Nach dem Untergang Haithabus 1066 gewann Schleswig an Wachstum und wurde so zu einem großen Ort, den man heute kennt. Und er hat ja natürlich auch Direktanbindung an die Ostsee durch die Schlei. So langsam kommen wir zum Ende unserer sonntaglichen Wanderung um das Hadebier Noah. Der Wanderweg, müssen wir beide sagen, ist sehr schön. Man hat auch immer wieder was zu sehen. Also man hat immer wieder freien Blick auf das Hadebier Noah, wobei es nur wenige Stellen gibt, wo man direkt runterkommt. Wir werden jetzt gleich noch mal vorbeigehen bei dem Museum Haithabu, wo man hier einiges über die Geschichte dieses Orts lernen kann. Also das ist definitiv eine Empfehlung von uns beiden. Und ja, dann war es das auch für dieses Video. Wir werden jetzt gleich noch mal ins Café beim Museum Haithabu reingehen und als Belohnung uns einen Kaffee und einen Kuchen gönnen. Es hat mich wieder gefreut, besser gesagt, uns hat es gefreut, dass ihr mitgekommen seid auf dieser kleinen Tour von ungefähr 8 Kilometern. Dann heißt es wieder liken, kommentieren und wer natürlich neu hier gelandet ist, auch abonnieren. Und wie immer, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Achso, Du wolltest nicht mitdrehen. Nach der Zerstörung von Haithabu 1066 gewann nach dem Untergang, so langsam kommen wir zur Änderung. So langsam, man hat auch immer wieder was zu sehen, also Blick auf die Schlei, man hat immer wieder freien Blick auf das Hadebier Noah, Platz bekommen und dann natürlich Kaffee und Kuchen zu uns nehmen als kleines Gimmick. Wie sagt man das denn? Ja. Wir werden jetzt gleich noch mal ins Café gehen beim Museum und das wird dort. Wir werden jetzt gleich noch mal ins Café gehen beim Museum. Meine Fresse. Wir werden jetzt gleich noch mal ins Café